Ja, das Laminat ist jetzt aufgeklebt und jetzt kommen an die Ecken Leisten und ich habe mir dafür Hohlkehlleisten geholt. Das Profil schaut bei denen eben so aus. So. Aber die Schritte lassen sich natürlich auf jede Leiste übertragen. Da besteht kein Unterschied, außer eben vom Profil her. Viel Werkzeug braucht es dafür nichts. Du brauchst eigentlich nur eine Säge. Eine Tischkreissäge wäre zum Beispiel ideal. Ich werde dir aber auch zeigen, dass man das mit einer Handsäge und einer Gärungshilfe sehr gut und sehr schön herbekommt. Ich werde jetzt bei mir hier in der Innenecke werde ich 3 Leisten an einen Punkt auf Gärung sägen und wo war das? Ja, hier. Hier kommt noch eine Leiste hin und dann hier kommt noch eine Rechteckleiste hin, so als Wand, und hier werde ich 2 Leisten, 2 dieser Hohlkehlleisten auf Gärung verbinden. Wie das geht, was der Unterschied ist, zeige ich euch auch da. Und da gibt es einen kleinen trickigen Fehler, den man vielleicht machen könnte. Dazu komme ich gleich. Im Grunde ist das nicht viel schwerer als einfach nur 2 Leisten miteinander zu verbinden. Es kommt nur zusätzlich ein Schnitt dazu und der schaut folgendermaßen aus. Wenn ich jetzt hier 2 Leisten habe, die sich jetzt so verbinden sollten, dann mache ich hier und hier 2 Schnitte. Der würde dann eben so hier entlang gehen und auf der anderen Seite ebenfalls so. Dann hätte ich den Teil hier entfernt. Die Verbindung hätten wir dann und jetzt kommt einfach hier noch eine Verbindung. Und da müssen wir eben den Schnitt so und so ansetzen. Und dann hätte ich hier das hier entfernt. Das auch. Und ich hätte hier nur so einen Winkel, der hier so zu diesem unteren Punkt ankommt. Also im Grunde eigentlich nur 2 Schnitte für die Verbindung von 3 Leisten an einer Innenecke. Aber ein wichtiger Punkt, bei den Schnitten, die ich jetzt angezeichnet habe, die hier zum Beispiel, da nimmt man automatisch an, dass das 45 Grad sind, weil man eben annimmt, dass das eine perfekte 90 Grad Ecke ist. Aber das stimmt, wenn man es nachmisst, stimmt nur selten. Darum würde ich jede Ecke, also jede 2 Ebenen, also das ist eine Ebene, das und das, 3 Ebenen. Wenn ich jetzt die Leiste mit der hier verbinden will oder zueinander zusägen will, dann muss ich schauen, wie diese Ebene sich zu der verhält, also wie der Winkel zwischen diesen Ebenen ist, zwischen diesen 2. Dazu kannst du einen Schreinerwinkel, einen Kombiwinkel oder irgendetwas, wo du weißt, dass es 90 Grad hat, kannst du hin ansetzen und dann kontrollierst du. Bei mir sind es jetzt zum Beispiel, hört man es, sind es über 90 Grad. Wenn es genau 90 wären, könnte ich einfach die Hälfte nehmen, 45 Grad, und das absägen. Aber bei mir ist es eben ein paar Grad größer. Und wie messe ich das jetzt, wenn ich kein Winkelmesser habe? Easy. Geht auch ganz einfach. Man braucht nur ein Handy bzw. einen Taschenrechner. Dazu nehme ich mir jetzt zum Beispiel so ein Lineal, der hat eine Gesamtlänge von 152 mm. Das lege ich mir jetzt eben so an die Ecke, sodass es an beide Wände angrenzt. Also einfach einschieben, bis es die Wände berührt. Und jetzt messe ich mir einfach den Abstand von dem Punkt, wo das Lineal die Wand trifft, bis zu der Wand, messe ich einfach den Abstand
Und das gleiche auf der Seite, also dieser Punkt zu der Wand. 105 mm. Wichtig ist nur, dass man die Einheiten gleichsetzt. Also wenn ich hier mit Millimetern angebe, dann messe ich auch in Millimetern und wechsle nicht auf Zentimeter zum Beispiel. Der hat jetzt 105 mm und hier habe ich 106, also fast gleichschenklig. Also 105 mm die eine Kathete, 106 mm auf die andere und die Hypotenuse haben wir 152 gehabt. Und jetzt gebe ich das in den Taschenrechner ein. Die eine Kathete, also 105 mal 105 plus 106 mal 106, das mache ich in Klammern. Minus, wieder in Klammern, 152 mal 152, Klammer zu, durch, Klammer, 2 mal 105 mal 106, Klammer zu. Und jetzt kommt hier dieses Cosinus hoch minus 1. Und dann habe ich hier den Winkel. Also diese zwei Wände haben einen Winkel von 92,17 zueinander. Und die Hälfte davon wäre eben 46. So kannst du eben für jeden Schnitt den eingeschlossenen Winkel berechnen. Und ja, geht relativ schnell, aber es ist genau. Und so kannst du eben genauer sägen und dann hast du nicht nachher einen Frust, wenn du auf 45 Grad zugeschnitten hast und wunderst dich, warum es immer noch Lücken gibt und warum es nicht genau zueinander anpasst. Das war jetzt eben der feine, exakte Weg. Das kannst du zum Beispiel super machen, wenn du mit der Tischkreissäge das machst, dann kannst du es auf 46 Grad einstellen und so sägen. Ich werde einfach die 45 Grad sägen mit der Gärungshilfe hier und dann schleife ich das auf den einen Grad noch hin. Dann fange ich jetzt an, ich werde die Leiste einfach auf die benötigte Länge zusägen. Ich nehme die Leiste und lege sie hier an, um die benötigte Länge anzumarkieren, anzuzeichnen. Ein bisschen Übermaß lasse ich noch dran, vorsichtshalber, falls mal ein Schnitt in die Hose geht, dass ich das noch retten kann und nicht die komplette Leiste neu sägen muss oder herbekommen muss. Das ist jetzt meine Variante, um offene Enden einfach zuzumachen. Dahinter waren eben Fliesen, diagonal. Dann sah man natürlich von hier oben, sah man die Fliesen noch und das Laminat. Also hinter das Laminat konnte man noch sehen. Und dazu habe ich mir einfach so eine Flachleiste geholt, auf die gewünschte Stärke gesägt. Und hier auf der Innenseite kommt jetzt wieder die Hohlkehlleiste. Mit der Hohlkehlleiste werde ich diese Ecke hier noch schön abdecken und dann wird es, finde ich, super ausschauen.
das war's wieder mit einem kurzen Video aus MKs Werklerei. Ich hoffe, ich konnte dir die wichtigsten Punkte, wenn es um eine Spritzschutzwand aus Laminat oder Klickvinyl geht, näher bringen. Wie du gesehen hast, ist es gar nicht so schwer. Es kommt nur auf die kleinen kniffligen Sachen an und dass man vor allem bei den Gärungen zum Beispiel genau arbeitet und eine ruhige Hand hat. Also ich finde, es sieht super aus und ich würde jedem, der das Video ansieht, von ganzem Herzen empfehlen, das zu versuchen, falls du eben mit dem Gedanken spielst natürlich. Ja, das war es dann auch schon von meiner Seite zu diesem Thema. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video noch einmal. Ich sage Tschüss, abonnieren nicht vergessen und Feierabend.